Entstehung. Drum and Bass entstand in den 1990er Jahren in England. Es entwickelte sich aus dem Jungle. Jungle war bekannt für seinen schnellen, treibenden Beat und die Verwendung von Samples aus Reggae und Dub-Musik. Im Laufe der Zeit entwickelten sich innerhalb des Jungle verschiedene Subgenres, darunter Drum and Bass. Diese neue Musikrichtung legte den Fokus stärker auf den Bass und die Drums, was zu einem schnelleren und energiegeladeneren Sound führte. In den frühen Tagen von Drum and Bass war die Musik hauptsächlich in Underground-Clubs zu hören. Es war jedoch schnell eine wachsende Bewegung und Künstler wie Ronnie Size, LTG Bukem und Goldie trugen dazu bei, die Popularität von Drum and Bass in den späten 1990er Jahren zu steigern. In den 2000er Jahren erreichte Drum and Bass eine breite Öffentlichkeit und Künstler wie Chase und Status und Pendulum brachten den Sound in die Mainstream-Charts. Drum and Bass hatte auch einen starken Einfluss auf andere Musikrichtungen wie Dubstep und Trap. Heute ist Drum and Bass eine etablierte und immer noch wachsende Musikrichtung, die von Fans auf der ganzen Welt gefeiert wird. Es hat sich zu einer globalen Bewegung entwickelt und hat eine starke Präsenz in der Rave-Szene. Drum and Bass hat im Laufe der Zeit einige Subgenres wie zum Beispiel Dark Drum and Bass, Liquid Drum and Bass und Neurofunk hervorgebracht, die jeweils einen eigenen Sound und Stil haben. Merkmale und Aufbau von Drum and Bass. Drum and Bass hat seinen Namen von seinen beiden Hauptelementen, dem Schlagzeug und dem Bass. Der schnelle Breakbeat ist das Herzstück von Drum and Bass. Dieser wird aus komplexen Schlagzeugmustern und tiefen Basslines kombiniert. Das Schlagzeug in Drum and Bass besteht normalerweise aus einer Kombination von Live- und elektronischen Schlagzeugklängen. Es enthält oft schnelle, präzise Double-Bass-Drum-Pattern und einen häufigen Gebrauch von Hi-Hats und Snare. Der Bass in Drum and Bass ist normalerweise tief und energiegeladen, oft mit komplexen Basslines und LFO-Effekten, die für zusätzliche Tiefe und Dynamik sorgen. Es gibt auch oft synthbasierte Bass-Sounds und Samples aus anderen Musikgenres, wie zum Beispiel aus Reggae oder aus Dub. Drum and Bass enthält auch oft eine Vielzahl von Samples und Vocals aus verschiedenen Quellen, wie zum Beispiel Film, TV-Sendungen oder anderen Musikstücken. Diese werden oft in schnellen Abfolgen geschnitten und zusammengefügt, um eine dichte, komplexe Atmosphäre zu erzeugen. Ein weiteres wichtiges Element von Drum and Bass ist die Verwendung von Automatisierung und Effekten, um die Dynamik der Musik zu steigern. Dazu gehören zum Beispiel Filter, Reverb und Delays. Drum and Bass befindet sich in einer BPM-Range von 160 bis 180 Beats pro Minute. Insgesamt ist Drum and Bass ein komplexes und schnelles Genre, das eine Vielzahl von Schlagzeug- und Basselementen, Samples und Effekten verwendet, um einen treibenden Sound zu erzeugen. Du bist gefragt. Welches Drum and Bass Genre hörst du am liebsten? Beziehungsweise hörst du überhaupt Drum and Bass? Oder welcher Drum and Bass Künstler ist dein Favorit? Besuchst du irgendwelche Drum and Bass Festivals? Und wenn ja, welche? Schreib's unten in die Kommentare.